Stoff für mich. Das ist ganz was Neues, was Feines für dich. Schau mal. Oh! Servus! Grüßt euch! Herzlich willkommen zur neuen Pomade-Review. Heute mal wieder eine Doppel-Review. Ja, wurde ja gefordert. Also ihr wolltet uns wohl beide sehen. Also, der Alex ist wieder mal da. Und ich. Und der Flo. Der Ich ist auch da. Und der Flo. Genau, und heute was Feines. Und zwar Was Neues. neulich in unserem Kommentare-Kommentieren-Video schon angeteasert. Den Link findet ihr übrigens da oben. Sie ist endlich da. Die Suavecito. Suavecito. Geil. Endlich zurück bei Pomadeshop, die Suavecito Pomaden. Und allen voran als Oil-Based Fans. Für uns besonders interessant natürlich die Suavecito Oil-Based. Die wasserbasierten wird natürlich der Andi euch dann präsentieren. Und nachdem wir die ölbasiert Boys sind, gibt es bei uns die Suavecito Oil-Based. Genau. Ja. Und also, was für eine Hammerdose, oder? Das ist unfassbar. Also es ist wirklich, also so generell ist es im Grunde ja die Murray's Dose, wo viele kennen, oder von der Nunile oder Sweet Georgia Brown, denke ich, dürfte auch die identische Dose sein. Aber halt einfach nochmal mit, also wirklich gestanzt der Deckel, dass die Suavecita und der Suavecito also geprägt rauskommen, der Schriftzug des Oil-Based, also wirklich eine wahnsinnig geil gestaltete Dose. Allein deswegen gehört die schon in eine Sammlung. Ja, also einfach nur aufgrund der Optik, weil es ist wirklich... Die schönste Dose, die ich kenne. Ja, also neben der King Brown, würde ich sagen. Ja, die ist ja auch geprägt und gedruckt und richtig geil. So die beiden, die nehmen sich nicht viel, also wirklich top. Auch von den Inhaltsstoffen, wenn man sich durchliest, also das ist klassischer, kann die Pomade gar nicht sein. Das ist wirklich einfach nur Vaseline, Mikrowachs, Parfüm. Also genau. So wie man es von der Sweet Georgia Brown vielleicht kennt, von der Nunile, von der Murray's Superior. Also einfach nur 3 Inhaltsstoffe gut ist. Und ja, wissen wir alle, dass das funktioniert. Genau. Ich habe die schon länger zu Hause, auch privat. Und ich weiß, dass es eine Medium ist. Und da frage ich mich jetzt, Alex, was machst denn du hier beim Review einer Medium? Ja, Medium ist ja, wir haben ja die Nunile auch zusammen reviewed und wir wollen mal schauen, wie fest ist die wirklich, dass ihr auch mal seht, kriege ich damit eine Pomp hin oder ist es doch eher was für gelegte Haare. Machen wir die einfach mal doppelt, weil es auch wieder was Neues für mich ist und ja, warum nicht? Gut. Schön. Falls ihr noch nicht abonniert habt, da unten ist der Knopf, einfach draufdrücken, dann verpasst ihr auch keine unserer neuen Videos. Und legen wir los, würde ich sagen. Ja. Beide Haare gewaschen, beide ganz schön langhaarig im Moment, beide kurz vorm Friseurtermin. Richtig. Manchmal so. Aber auch da muss die Pomade funktionieren und alles rausholen, was aus den Haaren möglich ist. Genau. So schaut sie aus. Klassische Farbe, helles Gelb und vom Duft her sehr modern. Also ja. mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an moderne Duschgels, aber es ist ein schöner, frischer Duft, den man riechen kann. Also es hat einfach sowas von frisch gewaschen. Das ist jetzt nichts, was einem auf den Keks geht oder ich denke, wo man nach ein paar Tagen nicht sagt, so, boah, jetzt muss mal was anderes, sondern ein guter männlicher, frisch gewaschen und Duft. Im Grunde fast genau derselbe Duft wie in den wasserbasierten Suavecitos, weil sie den Duft kennt. Aber kräftiger, würde ich sagen. Also es kommt stärker, ein bisschen stärker raus. Ja, aber schon im Grunde der sehr, sehr fein. Ja. Dann legen wir los, würde ich sagen. Ich fange mal an. Tu es. Lass mir ein bisschen was übrig. Ja, schauen wir mal. Aber die Dose ist sehr frisch, da könnt ihr vielleicht noch einen Finger abbekommen. Also, perfektes Mittelfeld vom Rausholen jetzt schon. Geht ganz easy aus der Dose. Nicht ganz so schmierig wie eine weiche natürlich, aber wachsiges. Aber auf jeden Fall, also vor allem diese wirkliche oldschool klebrige Konsistenz, dieses Fädenziehen, was ich schon lange nicht mehr von moderneren Pomaden gesehen habe. Ne? Man kennt es von Sweet Georgia Brown, auch wieder von Nunile und Co. Und die anderen Pomadehersteller gehen ja eher in diese wachsigere Richtung. Und hier hat man halt wirklich mal wieder dieses super oldschool Handling. Total genial, oder? Ja. Du magst es ja auch gerne, dieses klebrige. Absolut. Und ja, aber es ist auf jeden Fall eine bisschen festere Medium. Also es ist jetzt... Also auch wieder Sweet Georgia Brown genannt, definitiv nicht so geschmeidig. Genau, auch nicht so Orange-Text, sondern eher so Voodoo Island vielleicht, Depperden Medium, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch, grüne Holzluft, vielleicht irgendwie sowas. Nur nicht cremig, sondern klebrig. Der Breakdown auch ganz easy und deswegen auch gleich rein damit. In die Haare ganz easy. Also meine Haare waren jetzt leicht feucht vom Haarewaschen. Wie schaut es bei dir aus, Alex? Meine waren ziemlich trocken und ich hatte gestern auch nur eine ganz leichte Medium drin, deswegen also fast fettfrei. Ich habe jetzt kein wirkliches Build-up.
Björn auch gesehen hat, dass das alles sehr, sehr fluffig bei mir war. Ja, das ist gut. Also ich... der Duft. Jetzt hier überall. Geil. In den Showroom frisch gewaschen. Aber geht gut rein. Lässt sich gut verteilen. Ja. Und ich merke auch schon, dass da ein Halt ist. Auf jeden Fall. Also fühlt sich jetzt nicht nach einer... Also Womanizer Medium ist auf jeden Fall deutlich weicher, würde ich jetzt behaupten. Ja, ein Stückchen, ja. Aber ja, fällt zwar wieder zusammen, aber so prinzipiell schon mal für meine langen Haare kein schlechter Halt. Ja, extra Finger. Da ziehe ich mal mit. Oh, der Alex. Wenn ich schon mal bei einer Medium mitmache, geht da noch was rein. Da geht noch was rein. Wir könnten ja auch gleich die ganze Dose leer Ja, machen. das wäre super. Das wollte ich unbedingt nochmal machen. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Da auch hier findet ihr den Link da oben, Ja. wo wir uns versuchen, eine ganze Dose reinzuschmieren. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Weil ich mir lieber nochmal eine Medium reinschmieren würde, als nochmal eine feste, komplette Dose. Also. Schön war's. Ja, lassen wir mal so stehen. So, ich bin gespannt. Ja, Medium, easy zu kämmen. Aber eine festere Medium. Also, wie gesagt, Orange Dex oder Sweet Georgia Brown Womanizer Medium ist eine Stufe weicher. Auf jeden Fall. Hui. Jetzt habe ich hinten einen kleinen Knoten in den Haaren. Schauen wir mal. Ach ja, das ist aber nicht schlecht, du. Ja, also, soweit man es nach hinten legt, bleibt es eigentlich auch so, wie man es gerade hingekämmt hat. Das ist dann macht das Mikrowachs schon einen guten Job. Also interessant. Jetzt blockieren wir uns hier mit unseren Ellbogen. Rutsch mal ein bisschen zur Seite. Entschuldigung. Ja, aber interessant. Also ich finde, jetzt bei meinen dünnen Haaren ist der Halt wirklich für eine Medium nicht verkehrt. Also erinnert mich tatsächlich vom Halt dann in den Haaren an Nunheil schon fast. Ja, stimmt. Also nicht so viel weicher. Dafür, dass sie aber noch mal leichter zu verteilen ist, eigentlich eine ganz coole Kombo, oder? Weil auch für einen Einsteiger würde ich sagen, ist das ein perfekt geeignetes Produkt, weil sie sehr, sehr geschmeidig ist, leicht in die Haare reingeht. Man hat trotzdem einen guten mittleren Halt. Also ja, für Fans von modernen Düften halt dann auch super. Ja. Das ist hier ein Produkt, das quasi klassischer nicht sein könnte, abgesehen vom Duft, der dann doch modern eher ist. Aber das ist schon... Das sieht doch gut aus. Schon vollkommen... Funktioniert. Ja. Peak fein. Tippitoppi. Fein. Also klar, es ist jetzt natürlich nicht wie bei mir gewohnt so hoch wie bei einer Strong-Pomade, aber ich kriege damit eigentlich für eine Medium eine sehr, sehr vernünftige Höhe hin. Und für mich funktioniert alles super. Ja, klar. Ich mir fast gedacht, ich lege jetzt nochmal die Seiten, dadurch, dass meine Haare auch so lang sind, ist, ja, wie ich schon mal erwähnt habe, mit der Bürste ist es halt Turbo, wie man die Haare anlegen kann. Und man muss sagen, der Glanz ist nicht so heftig. Also der ist relativ seidig, muss man sagen. Gell? Also ich würde sagen, ein bisschen weniger Glanz, als man es sonst so vielleicht bei einer Medium... Orange Dex hat, auch wenn wir die wieder nennen, weil die spielt ja so ungefähr in dieser Liga mit, deutlich mehr Glanz, würde ich sagen. Ist ja wieder, je weicher es wird, und der Orange Dex ist ja ein bisschen weicher, glänzt ja ein bisschen mehr. Dann sind wir eher wirklich auch so Richtung New Nile, vielleicht Ernst und Ernst kann man ja auch. Genau, also auch für den moderneren Pomadenutzer, der vielleicht nicht diesen super öligen Glanz will, sollte damit eigentlich gut zurechtkommen. Oh, der Duft ist halt jetzt hier geil. Ich finde den gut. Er ist modern, also wie wir schon sagen, aber gut, kann man einfach jeden Tag riechen. Das ist jetzt nichts, absolut, wo man sich nach einem Tag schon sagt, okay, jetzt geht es mir sowas von auf den Keks, ich brauche morgen dringend einen anderen Duft, sondern top. Richtig geil. Kann auch nichts verkehrt machen. Ja. Wenn man Medium mag, mit Medium zurechtkommt, eine geile Dose zu Hause haben will, ja, mit einem geilen Duft. Einzig ist der Preis, den sollen wir immer ja auch mit so dazu erwähnen. Da muss man ganz klar sagen, für 3 Inhaltsstoffe, die bei den Klassikern um die 5-6 Euro kosten, ist man jetzt hier um die 15. Klar, ist natürlich einmal dem Dosendesign geschuldet und ist eine modernere Marke. Das ist so das Einzige, aber an sich... Man kriegt aber auch gute Qualität. Ja, wirklich. Man kriegt eine gute Qualität. So eine Dose hält ja auch sehr lange. Ist ja wie bei allen anderen Pomaden auch, wäscht sich ja nicht komplett aus. Ist ja eine ölbasierte. Von dem her schon okay. Ja, absolut. Kann ich nicht meckern. Nee. Die macht mir sehr viel Spaß. Ja, die würde auch ich des Öfteren mal schmieren, glaube ich. Der Alex wechselt zu Mediums. Festere Mediums. Gut. Ich würde sagen, dann sind wir hier durch. Ja, cool. Sind schön frisiert.
bereit für den Arbeitstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da freuen wir uns sehr. Das wäre sehr Wenn cool. nicht, dann gebt einen Daumen runter. Das hilft uns auch sehr. Schreibt wie immer drunter, ob ihr die Pomade auch mögt, was eure Erfahrungen damit sind, ob ihr andere Produkte noch reviewen sollen, generelle Fragen, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Wünsche, sonst was habt. Und dann sehen wir uns bald mal wieder, aber vielleicht dann wieder einzeln. Jetzt haben wir wieder ein Doppelreview gemacht. Das Ja. nächste Mal dürft ihr uns wieder in einzelner Pracht. Du hast ja schon die ganze Zeit so ein langes, helles Haar in deinen Augen. Gehört nicht zu mir. Naja. Ja, Gut. Peak fein. Abo nicht vergessen, natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Sehr cool. Ciao, Bis ciao. bald mal wieder. Ciao.